Das dürfte so ziemlich das Individuellste, was man bestellen kann im Yachtbau. Ich sag mal so, in der Länge von 33 Fuß, ist das korrekt? Ja, ich muss ja mal ein bisschen umdenken. Hier ist der Michael, du kommst aus Baden, so ist es. Ja. Und ja, das ist ein Produkt, das wirklich an Luxus kaum zu überbieten ist. Es liegt im Preisbereich zwischen 300.000 und 400.000 Euro, hat aber eine unglaubliche Fertigungs- und Auswahltiefe. Das bedeutet, ihr könnt unglaublich viel bestimmen. Ja, verschiedene Motoren, vom Diesel zum Benziner, Leistungsunterschiede, Holzarten. Wir haben verschiedenes Design aus. Das Gelcoat ist durch. Man kann von schwarz bis rot bis weiß. Wir haben Edelstahlanker, eine sportliche Reling. Es gibt die Hardtop-Version, wo wir hier haben. Man sieht es nachher oben, wir werden nachher drauf gehen. So, jetzt mal eine ganz kurze Frage. Das ist ja jetzt ein Boot, auf dem man leben kann, korrekt? Das heißt, also ich kann dort zum Beispiel in den Hafen fahren, kann dort übernachten, kann Städtetouren machen. Du musst sehen, die meisten meiner Leute kennen noch nicht so Boote. Was ist denn die typische Anwendung für so ein Boot? Was macht man denn damit? Ja, schon ein Hausboot. Ist wie ein großes Wohnmobil, nur halt auf dem Wasser. Ne? Wir hatten ein WC drin, wir haben eine Dusche drin, wir haben die Schlafkabine, die Eignerkoje. Es ist alles da. Ne? Du verkaufst offen die Schweiz? Ja. Man hört das so ein bisschen im WC drin, ja, was drin ist. Aber ich sag mal so, das ist ein eigenes Hobby. Die Leute können damit ja nicht nur auf dem Fluss fahren, sondern das geht auch im Meer, oder? Ja, natürlich Meer, Boden. Gut, wir haben halt viel Binnengewässer, aber wir haben auch viele Kunden in Kroatien und in Pula. Wir haben Kunden in Mallorca. So, das war mal basic. Also du musst es mir ein bisschen nachsehen, dass wir die Leute mal so ein bisschen aufklären über das Hobby Yachting, sage ich mal. Wenn du mal gerade einen Schritt zurückkommst mit mir zusammen, dass wir da mal einen Blick drauf werfen. Was ist denn das für eine Farbe jetzt? Unten. Also unten ist das Antifouling, das Schwarze bis zur Wasserlinie. Okay. Dann kommt das Gelcoat, wo man natürlich auswählen kann bei uns. Das ist jetzt hier ein dunkles Anthrazitgrau. Und dann kommt das normale Standard Weiß. Okay, Gelcoat heißt, wir haben hier GFK. GFK. Und das Gelcoat, was ist da anders als bei einer normalen Farbe? Das Gelcoat ist halt die Schutzschicht im Endeffekt für das Laminat. Da kommen ja nachher die Laminatgeschichten drauf. Also wenn das in die Form eingegossen wird, kommt immer erst das Gelcoat drauf. Wir haben halt den Vorteil, wenn es jetzt hier aus Versehen mal ein Kratzer reinkommt, ist es immer noch grau. Dann kann man es aufpolieren und die Sache ist erledigt. Beim Auto sieht man halt unten drunter das Blech. So, und das ist jetzt innen drin, hier ist schon eine Standheizung drin, eine Dieselstandheizung. Ja, Heizung drin, ja. Heizung drin, Klimaanlage. So, jetzt gucke ich mal gerade unten drunter, ist Anti-Fouling, hast du das genannt? Anti-Fouling hier. Es hat so einen Schutz für Osmose und so weiter, dass man da der Körper nichts macht. Dann haben wir hier ein Bugstrahlruder. Das, wenn wir da vorgehen, ein Bugstrahlruder heißt, ich kann auch zur Seite drehen, oder? Ja. Das ist hier vorne drin. Okay. Da haben wir es. Ist das leicht zu steuern, das Boot? Ja. Okay. Je größer, umso einfacher eigentlich. Ist das so? Warum? Ja, weil man die Welle, das liegt stabiler, das Boot. Das ist jetzt mal eine Frage, ist das jetzt ein Verdränger oder ist es ein Gleiter? Ein Gleiter. Okay, du merkst, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe mal Linsen, also diese Binnenjachten gedreht, das sind jetzt Verdränger, die gleiten gar nicht, weil die einfach schwer sind. Das heißt, der kann auch normal fahren im Wasser, also ohne zu gleiten, oder? Ja, natürlich. Und wie schnell fährt er dann? Ja, die meisten fahren da so um die 10. Man kann ja nur mit einem Motor, jetzt gerade am Bodensee zum Beispiel, fährt man mit einem Motor so schön am Ufer entlang, gemütlich, zur nächsten Gaststätte. So, jetzt mal eine Frage, wie ist denn das Boot hierher gekommen eigentlich? Transporter. Trailer, ja. LKW. Transporter, LKW, ja. Das heißt, man kann das so leicht transportieren, das ist kein Schwertransport hier in dem Fall? Doch schon. Ist es Tag- oder Nachttransport? Das kann man tagsüber machen. Das Boot hat ungefähr 6 Tonnen. Und das heißt, es geht überall drauf. Ja. Und ich kann darin wohnen, oder wie? Ja, natürlich. Das können wir uns mal anschauen. So, warte mal ganz kurz. Da ist ein Anker, oder? Das ist eine blöde Frage. Ein elektronischer Anker, das ist ein Edelstahlanker. Der geht über eine Ankerwinde, kann man den nach Knopfdruck und man legt fest. Okay, also du willst mich unbedingt reinhaben, muss man sagen. Aber das mache ich auch gerne. Innen drin, ist das eine Hochseejacht? Kann ich damit auch, ich sag mal, von A nach B fahren? Also über die Meere? Ja, man muss halt die Ausstattung haben, Funk, Radar und so weiter. Okay. Das kann man optional mitbestellen. So, ihr seid ja hier, ihr seid ein Anbieter aus Polen, muss ich sagen. Die polnischen Hersteller, die ich bisher erlebt habe, haben eine ganz hohe handwerkliche Kunst. Das kann man schon sagen. Ihr habt eine CNC-Maschine? Wir brauchen keine CNC, aber haben wir. Wir bräuchten keine, ja, weil wir machen viel GFK und es wird auch viel zugeliefert. Das Interieur kommt aus Italien, man sieht auch das italienische Design. Das wirst du jetzt gleich sehen, wenn du reingehst. Na, eine Frage, das ist ein Monocoque. Also ich komme ja aus dem Wohnmobilbau, da gibt es ja Monocoques. Das ist also praktisch eine GFK-Hülle, oder? Das ist ein Ober- und Unterteil und das Hardtop. Okay, alles klar. Das sind mehrere Hüllen. Ja. GFK ist ja unglaublich beständig, ist verrottungsfest. Also das sind so die wichtigsten Sachen. Was ist das hier, was wir hier sehen, ganz am Eingang? Das ist die Badeplattform, die verlängert, mit einem Echt-Teak drauf. Das ist Echt-Teak-Holz hier. Ist das zu pflegen? Was ist da zu machen? Ölen, einmal im Jahr.
Das war's. Ja. Okay. Und innen drin, das ist jetzt, ich nehme mal an, das sind Fugen drin oder wie funktioniert das? Ja, das sind Silikonfuge, dann haben wir auch, das sind Klampen zum Festmachen, oder? Okay. Dann haben wir hier, wenn man schon mal reingeht, sind jetzt, eigentlich kommen da in die Schuhe rein oder die Leinen. Okay. Also kann man das mal machen. Ich mache das mal. So, ich habe die leider hoch, aber wir haben das kurz vorher abgesprochen, hast gemeint, hier für die Messe ist das okay. Ausnahmsweise machen, der wird ja aufgearbeitet. Ist das Boot schon verkauft? Die ist ja einjährig, die ist schon verkauft, ja. Okay, hier sieht man das. Jetzt mal eine Frage, Garmin, das kenne ich hier aus dem Wohnmobil, das Navigationssystem, die kommen aus der Luftfahrt, machen auch Boote? Ja. Okay, ja, sehe ich ja jetzt. Ja, steht da drauf. So, Bootsfunk, was brauche ich denn für einen Führerschein hier für den? Sportboot C oder halt Binnen. Oder Binnen, wenn ich nur auf dem Binnen fahre. Ja. So, jetzt habe ich hier eine Sitzbank. Ist die multifunktionell? Was kann man damit machen? Kann das zum Beispiel hier sein. Ah, wie cool. Ich kann hinten sitzen. Warte mal, ich zeige dich mal gerade. Bitte nicht einschlafen jetzt, das ist wahrscheinlich gemütlich, oder? Ich war müde, war gestern noch was trinken. Das glaube ich dir. So, das heißt, die ist multifunktionell, die kann man nach vorne und nach hinten machen. Ja. Was ist denn das für ein Material? Das muss ja aber zum Beispiel Salzwasser aushalten, gell? Ja. Kein Problem. Kein Problem. Was ist das für ein Material? Müsste ich jetzt auch nachfragen, weil sie jetzt gerade... Ist nicht so schlimm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass alles hier darf nass werden, hier oben drauf. Ist einfach ein Kunststoff, oder? Das ist klar. Okay, kommen wir mal rein. Das Gewicht hast du eben noch mal kurz gesagt. Du hast mir gesagt, okay, 6 Tonnen. Es fährt umso schwerer, umso besser. Dann liegst du auch satter im Wasser drin. Ja. So ist es, genau. Wie tief liegt das im Wasser dann? 1,15 Meter. Krass, und wenn das gleitet, dann ist vorne alles in der Luft. Ja. Krass. Also Sitzbank hier, eine Rundsitzgruppe kann mir aus dem Wohnmobil. Ja, ist ähnlich, oder? Von dem her. Hier, dann haben wir hier einen Barbecue-Grill. Ein Barbecue-Grill? Warte mal kurz. Der ist unten drin. Okay. Ja. Von Chan. Das ist. Dann ein Fernseher hat es auch, sehe ich gerade. Hier findet ja, jetzt mal eine Frage, hier findet ja viel draußen statt. Das heißt, die meisten liegen ja wahrscheinlich in Gefilden, wo es ein bisschen wärmer ist. Zum Beispiel in Kroatien, du hast es eben erwähnt. Ja. Einen Ankerplatz zu kriegen, kann das ganze Jahr drin liegen im Wasser oder wie funktioniert das? Kann das ganze Jahr drin liegen. Ist eigentlich kein Problem. Machen ja auch viele. Machen viele. Ist das praktisch, das ganze Jahr? Das spielt keine Rolle, das macht dem Boot nichts, oder? Nee, das spielt keine Rolle. Okay, so ein Soundsystem hast du eingebaut. Ja. Fusion, Fusion sehe ich relativ oft. Ist das so ein Spezialanbieter? Ja, Spezialanbieter, genau, in der Marina. So, und dann haben wir hier vorne einen Tisch. Auch Teak? Auch Teak, der ist versenkbar. Okay, kann ich runter machen. Sag mal, wenn ich jetzt weggehe, da ist ja wahrscheinlich so eine Abdeckung mit dabei, ja, dass man das winterfest machen kann. Das Hinterteil. Okay, also nur das Hinterteil. Man kann extra eine kaufen für das Winterfest, machen auch viele. Oder gerade auch wegen Vögel und so weiter, dass alles sauber ist. Aber braucht man nicht. Sag mal, grundsätzlich eine Frage, wenn ich jetzt sowas kaufe, ich habe das jetzt im Hafen liegen, fahre jetzt nach Deutschland weg. Ist da jemand, der sich darum kümmert in der Marina meistens? Oder? Ja. Das ist ein Hafenmeister. Ja, in der Regel machen die Leute das im Winterlager, weil die im Winter ja nicht runterfahren. Dann holen die das Boot raus, kommt in eine Halle, wird dort gewartet, alles drum und dran. Und dann holen die im Januar, Februar, März, wahrscheinlich nicht, aber ab Mai wird die ins Wasser gehen. Und dann wird die ganze Saison. Also so preisig ist das ja im Bereich von einem, ich sag mal, größeren Wohnmobil. Das kann ja jeder leisten. Das ist ein eigenes Hobby hier. Das heißt, die Leute, die fahren von A nach B, oder? Sport, Wassersport. Die meisten, das ist eine sportliche Yacht. Die fahren von A nach B, das ist richtig, ja. Ich habe das Gefühl, dass einige immer nur im Wasser liegen. Also wo ich da in Sanremo war, die liegen da, die wohnen da drin. Das ist so ein Bootersatz. Das machen auch einige? Machen auch einige, klar. Okay. So, was ist das hier? Das ist eine Relax-Liege. Echt? Ja, da liegt was so. Ach, die Beine hoch? Ah, ja, natürlich. Alter Beine hoch. Warte, ich zeig das mal gerade. Michael, ich war ja jetzt 11 Tage war ich in Stuttgart am Drehen, und da brauche ich eine Relax-Liege. Das heißt, Ihnen jetzt als GfK, das Lenkrad, ich sag mal, wenn ich das jetzt sehe, so Volvo Penta ist ja, glaube ich, Standard, glaube ich, in dem Bereich. Volvo das ist oder Mercosur, oder? Das, Volvo Penta, so, das sind so die 2 Stück. Hubraum, Drehmoment, was hat das? Wir haben 4-5 Liter Motoren drin, 2 Stück von Volvo. Blöde Frage, ist das Diesel? Nee, Benziner. Benzin, okay. Und Spritvorrat, wie lange hält der? Wir haben jetzt hier einen 600 Liter Tank. Und was für eine Tour kann ich zum Beispiel machen? Kann ich von Frankreich nach Italien fahren? Ja. Geht. Okay. Aber das ist ja auch so, und das ist dieses Bugstrahlruder hier vorne, oder? Das ist ja genau, mit dem bedienen wir das. Auf beiden Seiten. Wir haben das Schiebedach elektronisch. Wie cool! Okay, das ist auch dicht anschließend, ne? Ja, das ist dicht, klar. Und das ist so ein Zippweg, das ist auch was Tolles. Also wenn wir da zu zweit drin hocken und alle gehen mal auf links rüber, dann stellt er sich wieder automatisch auf
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was macht das Ding genau? Das ist ein automatischer Trimzylinder. Also normal kann man es ja manuell einstellen. Was ist ein Trim? Trimzylinder ist, wenn man Farbe im Boot und die Gewichtsverteilung muss man organisieren, also gestalten. Ach so, irgendwas liegt rechts schwerer wie Personen zu viel, dann kann man das austrimmen, das Boot. Sind es Tanks, die dann umgefüllt werden? Oder wie funktioniert das? Pardon. Ich zeige euch das nachher hinten. Ja, machen wir später. Okay. So, Schiebeplatten, wo dann einfach den Wasserdruck mit Ich denke mir einfach, die Sachen, die du mir jetzt erklärst, wenn das einer sieht, kannst du in Videos ja geben. Ja, hat das ein bisschen erklärt. Die meisten sind ja Profis. Habt ihr Neuanfänger, also richtig blutige? Ja, natürlich. Haben Leute mal einen Führerschein und bestellen das Boot. Also deswegen sind meine Fragen jetzt nicht blöd, oder? Das ist okay. Alles gut. Ich brauche nur manchmal schnell. Alles klar. Nee, ich merke schon hier auf der Messe. Sag mal, ist das jetzt am Sonntag gewesen? Gestern war viel los? Ja. War gut? Ja, war gut? Ja, war echt gut. Okay. Haben wir auch schon was verkauft, sind zufrieden, alles in Ordnung. So. Sorry, ihr seid ein High-End-Anbieter, muss man sagen. Das bedeutet, hoher Individualisierungsgrad bedeutet, die Farbe hier kann ich bestimmen. Alles Mögliche. Alles. Ich kann das Holz hin, das Dunkle kann ich sagen. Kann ich bestimmen. So, hier unten, das ist Hochglanz, die Optik. Was ist das für eine Optik? Das ist wahrscheinlich achtmal lackiert, oder? Ja, 7-mal lackiert. 7-mal habe ich jetzt auch schon fast gedacht. Ich guck mal gerade. Da ist eine kleine Schiebetür. So, ja. Das ist so. Zu machen. Ist das Echtglas? Oder? Ne, das ist Kunststoff, das ist echt. Das ist echt, okay. Die kann man dann auch abschließen und dann hat man da Ruhe. Ist das so, ich sag mal, wenn das jetzt so liegt in der Marina, wird da auch schon mal eingebrochen oder so? Oder ist da jemand, der aufpasst? Also hier jetzt bei uns in Konstanz am Bodensee selten, aber es passiert schon, ja. Es passiert schon, das heißt, also nichts drin liegen lassen, man nimmt das meiste wieder mit, oder? Besser, oder okay. So einbauen. Ja, geh mal vor, bitte. Das ist spannend mit dir, so eine kleine Rundtour. Wie bist du zum Thema Yachting gekommen eigentlich? Ich komme eigentlich aus der Motorradbranche. Ja. Und 2003 war es da ganz so lustig. Also sind viele Märkte eingebrochen, denn da wir am Bodensee und die Bodensee wohnen und auch die Technik mit dieser Abgasreinigung kenne, so bin ich zum Boot gekommen. Also wir haben am Anfang Krümmer produziert mit Katalysator drin, dass man mit dem nicht gereinigten Booten auf den See fahren darf. Also haben wir die Motoren so einen Emissionstest gemacht und haben dann so eine BSO-Prüfung bestanden. Und dann kann man die Boote auf dem See zulassen. Ach so, da gibt es auch Abgasreinigung? Ja, Abgasnormen gibt es. Ich habe gedacht, da kann man so Schweröl und los geht's. Am Bodensee nicht. Der Rest schon. Auf der ganzen Welt fahren die Schweröl. Das ist ja mal eine Rundsitzgruppe, oder? Ja. Man kann ein Bett draus machen? Ja, Tisch runter. Elektrisch oder wie? Nee, der hier nicht. Kann man bestellen, aber der nicht. Da haben wir verschiedene Schränke. Das war schnell. Warte mal kurz. Den Schrank kann ich mal ganz kurz öffnen. Ich gebe Gas, also das mal sehen. Gar kein Problem. Das Material ist Vollholz hier an dem Fall? Naja, ich auch von hier. Vollholz mache die meisten gar nicht. Zu teuer. Ist Multiplex oder was ist da drunter? Multiplex drunter, ja. Okay. So, das heißt, die Fenster, alle, die kleinen Fenster kann man ja öffnen. Also das ist ja nicht so wie im Wohnmobil, die sollen ja zubleiben, weil hier könnte ziemlich schnell Wasser reinkommen, oder? Dann kommt drauf an, wo man fährt, oder? Auf dem Meer wird es halt. So, das heißt, also ich kann hier das Leder wählen, also ich nenne es mal Leder, ist wahrscheinlich kein Leder. Kunstleder im Endeffekt. Oder? Ja, es soll ja auch beständig sein, wie es da ist. Zustand, was sagen die Leute hier reinkommen? Ich sag mal, die Verarbeitung, die Lackiere, ich sehe so, das Muster ist durchlaufend. Das sind alles so Kleinigkeiten, die... Alle sehr zufrieden, alle beeindruckt. Das ist wunderschön, hier haben wir das Ständer selber. Okay, isotherm, sehr schön. Gut, der macht ja jedes Mal kühl. Ja. Da vorne ein Apotheker, nehme ich an. Okay. Dann Edelstahl, sehr, sehr tief gezogen, das Spülbecken, was du drin hast. Ja. Induktionskochfeld an der Seite, okay. Man braucht ja keine Crew für das, oder? Nee, braucht man keine. Die kann man sogar alleine fahren, das Schiff. So. Das ist ja die Masterkabine. Ach so, hier schläft man? Ja. Okay, das heißt, ja, gerne. Komm, wir gehen mal vor. Zu. Echt? Nee, bitte nicht. Nein, meine Ruhe. So. Warte, ich zeig das mal gerade. Das ist ja genial. Das ist richtig kuschelig. Das ist so ein bisschen Pfadfinderlager, oder? Ja, schön. Und vor allen Dingen, was halt gut ist, wenn einer doch ein bisschen Platzangst hat, die geht hinten wieder hoch. Dann hat man wirklich ein größeres Raumgefühl. Ach, du hast einen richtig tollen, einen großen Fernseher mit 40 Zoll hast du drin. Das ist ja schon mal angenehm. Und dann diese kleinen Bullaugen, die mit drin sind. Wie ist denn das, wenn man hier schläft auf dem Meer und da geht mal ein bisschen Seegang? Ist das angenehm oder? Gewohnheitssache. Okay. Also irgendwann braucht man es auch. Okay, braucht man es auch. Okay. Die Leute, ja spannend. Sag mal, wenn die Leute jetzt neue Yachten kaufen, haben die auch Gebrauchtjachten, die schon mal in Zahlung gehen? Ja. Also ich habe auch das Gefühl, dass die Leute, die wo auch neu einsteigen, so nach 3 Jahren entscheiden, fahren sie überhaupt weiter Boot oder bleiben sie beim Wassersport? Dann fahren sie entweder ihr Boot, wo sie gekauft haben, weiter oder sie kaufen was Größeres und was Neueres und so weiter. Dann sind sie aber wirklich drin.
So, dann bleiben die in dem Sport. Jetzt waren gerade eben Leute oben, gell, die wir gesehen haben. Ja, die sind jetzt raus. Also es gibt kein Stockwerk drüber, oder? Nee. Was wir jetzt hatten. Okay, alles klar. Wir sind durch eigentlich. Das heißt, ich schlafe hier drin. Das WC noch, können wir noch gucken? Ja, gerne. Dusche gibt es auch. Dusche auch. Und der Wasservorrat, was habe ich hier an Frischwasser? 100 Liter. 100 Liter. Hat er. Man kann ja, ich glaube, man kann aus dem Meerwasser auch Frischwasser machen. Ja, geht das? ja. Wie funktioniert das? Oh, das Gerät. Eine Entsalzungsanlage? Ja, genau. Okay, alles klar. So, Festtanktoilette? Ja. Das geht dann direkt ins Meer oder gibt's Das hier geht direkt ins Meer und bei uns gibt es halt einen Waste-Tank, wo man den absaugen muss, also das Grauwasser. Also jetzt zum Beispiel bei Binne am Bodensee, im Binnengewässer muss man es absaugen. Dann haben wir am Hafen so Absauganlagen. Im Meer ist, also im Prinzip machen wir ja dasselbe wie die Fische, oder? Ja, natürlich. Ist das gleich in grün. Außerdem fällt es nicht auf. Das ist zulässig. Ich kann also einfach mehr verklappen, die Fäkalien. Okay, verstanden. Ja, soweit sind wir durch. Preis hier liegt bei dir hier ungefähr, wenn ich ihn neu bestelle? Hier 350.000, 360.000. Lieferzeit, wie lange muss ich machen? Ein Jahr. Ein Jahr? So schnell? Ja, wir schaffen das. Okay. Wenn ich es bestelle, was muss ich denn anbezahlen hier? 35%. Und dann, wie geht's weiter? Die zweite Zahlung nach einem halben Jahr ungefähr. Dann kriegt man aber auch schon Bilder vom Rumpf und so weiter. Dann hat man das meiste erledigt, ja. Das war eine blöde Frage. Es gibt einen Fahrzeugbrief für Boote. Gibt's Ja, was? CE-Dokument ist das und das gilt in ganz Europa oder besser auf der ganzen Welt. Mit dem kriegt man immer die Zulassung dann vor Ort, im Endeffekt eine Bodensee-Zulassung oder eine internationale Zulassung. Okay, das steht so im Register wie ein Haus oder wie? Ja, schon CE, Kommunikationserklärung. Ja, gehört. Also das heißt, zulassen kann ich es denn, wenn ich das jetzt gekauft habe, wird das irgendwo eingetragen eigentlich, dass das Boot mir gehört? Ja. Oder? Also allein schon die Motoren werden eingetragen, also das macht jetzt zum Beispiel Volvo, kommt mit dem Boot hier wird das eingetragen, dann kommen die ganzen Daten drauf. Gerade beim Diebstahl brauchen die dann ein neues Steuergerät. Michael, dann komm mal raus. Dann machen wir Abmoderation. Hier unten sind noch so Klappen. Was kann man daran? Da sind halt im Endeffekt da zum Beispiel der Frischwassertank. Darf ich mal sehen? Einmal ganz kurz. Dann, die Leute warten schon, aber wir geben einmal nur mal eine. So, da ist das Teppich drauf. Man kann alles wählen hier, oder? Ja. Also es gibt auch Teak-Holzboden, Teppichboden. Auch verschiedene Farben vom Teppich. Jetzt mal eine Frage, wenn der gleitet, wie schnell ist er denn maximal? Also im km/h so 50, 60 läuft die schon. Echt? Ja. Krass. Gut. Komm, wir gehen raus. Da ist es. Tolles Boot, tolle Individualisierung und du sagst, eure große Stärke ist wirklich, ihr könnt alles individualisieren. Das können die anderen nicht? Ich hab das nicht die anderen schon, aber die bietet es meistens nicht an. Und wir machen das halt. Warum nicht meistens? Ist das schwierig? Je Der mehr Fertigung? man hat, umso mehr Ausfall ist, umso schwieriger wird. Also man hat halt ein größeres Lager. Das muss man halt alles. Achso, du musst alles vorhalten, Ja, klar, die Sachen bestellen und so weiter. Okay, Was verstanden. wir halt noch machen, ist ja eigentlich unsere zwei größte. Wir haben ja 28er Modell, ein 33er Modell, ein 42er Modell und ein 50er Modell. Sieht man bei uns im Internet, kann man jetzt drauf schauen. Eine blöde Frage, ein Fuß ist 33? 33 Zentimeter. Okay, also ungefähr 3 Fuß in 1 Meter. Das Ding ist, wie viel Fuß? 33 Fuß? Ja. Durch 33 ungefähr 10 Meter lang. Ja. Okay, cool. Wir gehen mal runter. Dann machen wir noch ein bisschen Werbung für dich. Du bist ein netter Typ, kommst aus dem Motorradhandel. Hast du jetzt einen Laden, wo die ganzen Boote drin stehen? Ja. Oder funktioniert echt? Ja. Da steht ein Boot im Laden, oder wie? Ja, mehrere sogar. Ausgestellt. Ausgestellt, ja. Circa 50 Stück. Ehrlich? Ja. Wo denn? In Hilzingen, bei Singen am Hohenwil. Ich komme vorbei, weil... musst vorbeikommen, musst du anschauen. Also ich muss dazu sagen, meine Schwägerin, die kommt ja aus Neuravensburg, da fahren wir laufend dran vorbei, ja, und dann muss ich unbedingt mal zu dir kommen. Dann filmen wir nochmal, dann gehe ich mit dir durch die ganze Firma. Da habe ich dann eine Fräsmaschine stehen. Echt? Ja, die kannst du dann angucken. Das heißt, wenn ich irgendwas nachrüsten will, zum Beispiel, ich will jetzt zum Beispiel Lithium reinmachen, das machst du alles? Alles, ja. Okay. Wir haben halt auch den riesen Vorteil, weil wir noch eine Produktion für Motorradteile haben, wirklich hier in Deutschland. Und da können wir auch Teile, wo mal fehlen, hier an Boot, irgendeine Hülse drehen oder sonst was, das können wir vor Ort einfach schnell erledigen. Du hast nur die Marke oder auch entsprechend andere Marken? Ja, auch Futuro, also in der Marine haben wir die Cobris und die Futuro-Boote, das ist auch aus Polen. Da ist mein Junior drüber, die ist in Halle 3, sind aus Aluminium, sehr hochwertig gebaut. Die verkaufen wir halt in kleinere, da geht es halt los mit ZX 20 Fuß, 25 Fuß. So, ich habe eben noch gewitzelt, 300.000 Euro ist ja relativ günstig, muss man sagen, aber das ist hier ein bisschen anders. So Wohnmobile, ich sag mal, auf 500.000 ist relativ günstig. Bei Yachten sind die Leute hier preissensibel auf der Messe? Nein. Also das passt schon, so 300.000, 400.000 Euro ist das Boot auch wert. So kriege ich für 500 ein richtig schönes Schiff hier auf der Messe? Ja. Mit Sicherheit, muss klappen. Ich komme vorbei. Das heißt, deine Firma heißt Mitsu, richtig? Ja. Und die ist wo, in welchem Ort nochmal? Hilzingen bei Singen am Hohenwil. So, du hast wirklich, wie viel Boote da stehen? 50.
Oh, da drehen wir mal. Da komme ich mal vorbei. Da ist es. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind auf der Boot. Heute ist der 22. Januar 2023. Habe ich das gut gemacht mit der Qualität? Weil du hast mich gebeten. Ja, du bist super. Das hast du echt perfekt gemacht. Danke. Bin richtig stolz. Haben wir sogar gut rübergebracht. Danke. Oder? Tschüss, Michael. Ciao. Ciao.